Als unter Kurfürst Moritz von Sachsen der Westflügel im Residenzschloss entstand, wurde dort ein großer Saal, 2 Räume und ein Turmzimmer als Schatzkammer reserviert. In 5 Schränken lagerte alles, was die Wettiner Fürsten im Laufe der Jahrhunderte zusammengetragen hatten: Korallen, Bergkristalle, ein Hasengeweih und nicht zuletzt der große Staatsschatz. Die Kammer wurde unter Kurfürst Christian I., dem Enkel von Moritz, zum Hochsicherheitstrakt ausgebaut. Nur engen Familienmitgliedern war der Zugang gestattet. Im Juni 1723 befahl August der Starke den Ausbau der bislang als Depot dienenden geheimen Verwahrung im Residenzschloss. Es entstanden 9 Räume, in denen ab September 1729 das einzigartige Schatzkammermuseum einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, in dem zum ersten Mal in Europa fürstliche Schätze dem Volk präsentiert wurden. Gold, Bergkristall und Diamanten funkeln um die Wette in dieser Kammer, die einst August der Starke anlegen ließ. Heute verbindet sich im grünen Gewölbe alt und neu. Während das historische grüne Gewölbe im Erdgeschoss des Residenzschlosses das Eintauchen in die authentisch wiederhergestellten Räume der Schatzkammer ermöglicht, zeigt das neue grüne Gewölbe die ganz besonderen Einzelstücke, beeindruckend ausgeleuchtet hinter Glas. Das goldene Kaffeezeug war Dinglingers erstes Hauptwerk als offizieller Hofjuwelier August des Starken. Es wurde noch pünktlich vor dem Christfest 1701 persönlich nach Warschau ausgeliefert. Dinglingers Kaffeezeug ist schlicht der Inbegriff eines Prunkservice. Es besteht aus 45 Gefäßen, die zu einer goldenen Pyramide getürmt sind. Was man auf den ersten Blick für Porzellan halten könnte, ist Email, aufgebracht auf reines Gold. Elfenbein durfte dabei nicht fehlen, Fremdländisches aus dem Mutterland des Kaffees. Unvorstellbar ist es, dass 5600 Diamanten und vielfarbige Edelsteine dieses Prunkstück verzieren. Die Gesamtkosten waren höher als der Umbau des Wasserschlosses zum barocken Moritzburger Jagdschloss Augusts des Starken. Das Prunkservice macht den Luxus der damals in aristokratischen Kreisen aktuellen Heißgetränke deutlich, ohne jemals verwendet worden zu sein. Dinglinger verbindet dabei unterschiedlichste künstlerische Formensprachen zu einem Gesamtkunstwerk, das als eines der ersten Zeugnisse der China-Mode gilt. Es zeigt die 4 Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde als Personifikation. Tassen, Schalen und Glasflakons, aber auch mythologische Figuren sind jeweils einem der 4 Weltelemente thematisch zugeordnet. Um 1700 gab es in London mehr Kaffeehäuser als Teestuben, aber auch in Leipzig wurde ab 1694 im Café zum arabischen Kaffeebaum bereits Kaffee ausgeschenkt. August der Starke, regelmäßiger Messebesucher, der am Markt logierte und Liebhaber alles Exotischen, entdeckte hier seine Kaffeeliebe. Ein weiterer Hauptanziehungspunkt ist der Hofstaat zu Dili am Geburtstag des Großmoguls Aurangzeb, des aus Biberach in Süddeutschland stammenden Goldschmied Johann Melchior Dinglinger. Für dieses Meisterwerk zahlte August der Starke 54.485 Reichstaler, etwa den Gegenwert des Ritterguts in Pillnitz.
Das Kunstwerk besteht aus einem silbernen, teilweise vergoldeten Miniaturtheater in Gestalt einer Puppenstube mit 132 aufgestellten Figuren und 32 Geschenken, besetzt mit 4.909 Diamanten, 160 Rubinen, 164 Smaragden, einem Saphir und 16 Perlen. Dinglinger fügte der Auslieferung des Kunstwerks eine genaue Beschreibung auf Pergamentrollen bei, die das damalige Wissen Europas über Indien zusammenfasste. Weder August noch sein Hofgoldschmied waren je in Indien gewesen. So folgte der Schöpfer illustrierten Reiseberichten und Überlieferungen. Die Dramaturgie des Festumzugs, eingefasst in ein Bild, folgt in strenger Symmetrie der Ordnung barocker Hoffeste. Die über einen Quadratmeter umfassende Miniaturarchitektur, fast wie eine Opernbühne aufgebaut, bildet den indischen Palasthof ab. Auch die Kleidung und Haltung der Figuren ist den Beschreibungen der Reiseberichte nachempfunden. Allein die Darstellung der Geschenke verlangt den Einsatz von Fantasie, wobei Elemente altägyptischer, chinesischer, griechischer, indianischer und sogar altgermanischer und keltischer Kulturen einflossen. So entstand ein Hauptwerk der europäischen barocken Juwelierkunst, die die Exotik von Asien, von Afrika und vom südlichen Amerika in sich vereint. Großmogul Aurangzeb war für einige Jahre Zeitgenosse Augusts des Starken gewesen, beherrschte seit 1658 einen großen Teil des indischen Subkontinents. Kurfürst Christian II. Erwarb diese Reisekassette 1602 von einem Leipziger Kaufmann, der auf den Handel mit fernöstlichen Perlmuttarbeiten spezialisiert war. Ihr Inneres birgt 36 Gegenstände, darunter Essgeschirr, Schreibgerät, Spielmarken und Utensilien zur Körperpflege. Im zweiten Obergeschoss liegt der 120 Quadratmeter große Ballsaal. Es ist kein Ausflug in die Barockzeit. Der kleine Ballsaal entstand zwischen 1865 und 1868 nach dem Entwurf des Hofbaumeisters Bernhard Kröger, einst Mitarbeiter Gottfried Sembers. Bereits 1535 hatte der Saal in seiner Urgestalt ein Oberlicht. Der Saal ist ein großartiges Zeugnis des Historismus im Stil der Neorenaissance, ausgestattet mit viel Blattgold, Marmor und Stuck, dem feine Ornamente, musizierende Putten und Blumenkinder eine festliche Atmosphäre verleihen. Es war die bedeutendste Bauaufgabe, die der Schriftsteller und Historiker König Johann der Wahrhaftige im Residenzschloss ausführen ließ. König Johann, zur Bauzeit schon in seinen 60ern, wünschte sich eine Lokalität für die am königlichen Hofe mit der Einladung zu gebenden Gesellschaften, namentlich Kammerbälle. Allerdings gehörte der Raum zu den Gemächern seiner Frau Amalie. Ihr Verzicht hat sich gelohnt. Allein der Blick durch die funkelnden Kristallleuchter hinauf zum Oberlicht ist atemberaubend. Die Decke ist reich vergoldet, nur knapp 11 Meter hoch. So blieb alles intim. Amalies Lieblingsplatz war die Nische an der Südwand mit Kamin.
Das Tafelparkett ist gut betanzbar. Die Galerie ist fast komplett vergoldet, gefügt aus zahlreichen Zinkgussteilen. Dass hier alles beinahe völlig zerstört war, kann man heute kaum glauben. Für die Vergoldung der Decke und des Galeriegeländers wurden rund 78.000 Blatt, etwa 1,4 Kilogramm Gold verarbeitet. Für die Feuervergoldung der Kronleuchter und 2 Standleuchter kamen noch einmal 3,6 Kilogramm Gold zum Einsatz. Ursprünglich lag der Saal im obersten Stockwerk des Georgenbaus. Damit konnte Tageslicht durch das Oberlicht scheinen. Beim Wiederaufbau des Schlosses nach 1945 in den 1960er Jahren wurde für die Zwischennutzung ein Geschoss aufgesetzt, heute Depot des Münzkabinetts. So hat das neue Oberlicht ein Geheimnis. Spezialleuchten imitieren das Tageslicht, können ihre Helligkeit der Tageszeit und dem richtigen Lichteinfall anpassen. Der Saal wurde, wie das historische grüne Gewölbe und die Paraderäume, in seiner ursprünglichen Fassung wieder aufgebaut. Der Lüneburger Spiegel in seinem monumentalen vergoldeten Prunkrahmen aus Silber ist in einem 1 Meter hohen und 85 Zentimeter breiten Epitaph verborgen. Kronos sitzt als Personifikation der Vergänglichkeit auf einer Erdkugel und schaut besorgt zu der auf Wolken thronenden göttlichen Wahrheit hinauf, die mit ihrer Posaune das jüngste Gericht ankündigt. Eine beeindruckende Fülle von aus Silber gegossenen und getriebenen Figuren, von Tierköpfen, Mischwesen und Masken lenken ab. Darüber hinaus sieht man mehr als 30 medaillonförmige Hinterglasmalereien und beachtliche Edelsteine, Amethyste, magische Bergkristalle, aber auch einige geschliffene Strasssteine, die den architektonisch straff gegliederten Rahmen beleben. Das Hauptthema des Rahmens ist der Traum des babylonischen Herrschers Nebukadnezar aus dem Buch Daniel. Daniel prophezeite, dass die Reiche Assyrien, Persien, Griechenland und Rom untergehen und das ewig göttliche Reich der Wahrheit und Erlösung folge. Auf dem Spiegelrahmen wird Gottes Reich etwas vordergründig mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gleichgesetzt. Dessen Symbol, der kaiserliche Doppeladler mit den Wappen der zugehörigen Länder Sachsen und Österreich voran. Darunter sieht man die Statur Danielis. Das Spiegelfeld rahmen links und rechts 2 stehende Krieger im Harnisch, Alexander der Große als Vertreter des griechischen und Julius Caesar als Vertreter des römischen Weltreichs. Bei den beiden reitenden Kriegern in der darüberliegenden Zone handelt es sich um Nimrod den Assyrer und Cyrus von Persien. Zwischen 1480 und 1733 befand sich hier im neuen Riesensaal der Festsaal des Schlosses der sächsischen Kurfürsten. Sein Name geht auf die Darstellungen der Figuren zurück, die Kurfürst Moritz um 1550 auf die Flächen zwischen den Fenstern malen ließ.
Der Riesensaal erlebte nach 1625 unter Johann Georg I. eine starke Umgestaltung. Er wurde auf 9,60 Meter erhöht und erhielt eine Decke, die der heutigen in ihrer Rundung weitgehend entsprach. Seine Fertigstellung zog sich wegen des Dreißigjährigen Krieges fast 25 Jahre hin. Danach diente der Saal zum Feiern großer Feste und zur Aufführung von Opern und Balletten. Während des Schlossbrandes 1701 wurde er vollständig zerstört. 1718 ließ August der Starke den Raum als spätbarocken Gardesaal und Teil der zeremoniellen Paradeetage wieder aufbauen. Hier zelebrierte er unter anderem die Hochzeit seines Sohnes mit Erzherzogin Maria Josepha. Nach dem Tod Augusts des Starken verschwand der Riesensaal aus der Binnengliederung des Schlosses. Stattdessen entstanden Wohnappartements und eine Kapelle für die königliche Familie. Nach der Zerstörung des Ostflügels 1945 durch Bombenangriffe entschloss man sich zu einer Neugestaltung in der Art eines frühbarocken Riesensaales. Dies wurde von 2006 bis 2012 vom Architekten Peter Kulka verwirklicht. Dieser Prunkharnisch für Ross und Reiter, das Hauptwerk der Dresdner Rüstkammer, entstand im Zusammenhang mit der Werbung König Erik XIV. Von Schweden um die Hand von Königin Elisabeth I. von England. 1563 gab Erik die Garnitur bei einem Antwerpener Goldschmied in Auftrag, wodurch diesem ein schwedischer Harnischrohling zugeschickt wurde. Bei der Auslieferung 1565 wurde das Schiff, auf dem sich der Goldschmied mit 2 Harnischen befand, von dänischen Truppen abgefangen und nach Kopenhagen gebracht. 1606 kaufte der prunkliebende Kurfürst Christian II. Von Sachsen die Garnitur für die enorme Summe von 8.800 Gulden. Der Dekor des Harnischs zeigt Szenen der Herkuleslegende und des Krieges um Troja. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun die wunderschönen Räumlichkeiten im Residenzschloss Dresden gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!